Und dann kommt so eine Machtfrage. Weil der Mensch, der frei ist ja nicht mehr manipulierbar. Also der Mensch, der Nein sagen kann, die Ehefrau, die Nein sagen kann, der Ehemann Nein sagen kann, mit dem können sie nicht umspringen. Ne? Den können sie nicht am Nasenring durch die Manege führen. Ne? Also ich denke, das BGE verschiebt eben wirklich die Verhältnisse nach unten sozusagen zum Demos, zum Volk, zur Bevölkerung, zu den Einwohnern, weil die heute in hohem Maße erpressbar sind. Und wir sind ja sozusagen davon abhängig, dass irgendjemand uns jetzt wieder Arbeitsplätze schafft, damit wir überhaupt was essen können. Oder ich muss eben zu irgendeiner Sozialbehörde gehen und muss dort irgendwas tun, damit ich Geld bekomme, also damit ich halt leben kann. Die Parteien betrifft es auch sehr, weil sich natürlich in der Demokratie weil sich da was ändern wird. Weil die Mitsprache stärker wird, weil mehr Initiative ausgehen kann von Menschen vor Ort. Weil man sich das vielleicht auch nicht mehr vorstellen kann, wenn die Haltung eines bedingungslosen Grundeinkommens da ist, dann wähle ich alle 4 Jahre irgendwelche Parteien, von denen ich keine einzige gut finde, nur weil die da sind. Und die Parteienpolitik würde einen herben Herrschaftsanspruch verlieren. Deswegen mögen sie es auch nicht so sehr. Also es werden sicherlich diejenigen einen Verlust erleiden, schmerzlich, die unberechtigterweise, inkompetenterweise Macht haben. Und das gilt nicht nur für einige, bei denen man das sieht, sondern letztlich für jeden Menschen, weil jeder hat in sich auch diese Kammer, wo inkompetenter gewohnterweise man auf was hängt, was durch das Grundeinkommen dann nicht mehr so leicht möglich ist. Zum Beispiel die dauernde Ausrede, ich kann ja nicht tun, was ich eigentlich verantworten will und so weiter. Das gilt für alle. Also ich glaube, alle, die sowas wie einer windiger Begriff, aber trotzdem hat er einen guten Kern, einer Bürgergesellschaft misstrauen. Also die Angst davor haben als Politik oder auch als Teile von Wirtschaft, dass sie sowas wie Kontrollverlust erleiden, wenn sie den Menschen mehr Macht zurückgeben. Die haben natürlich ein starkes Motiv, gegen ein Grundeinkommen zu sein. Es gibt aber eben nicht ohne Grund auch selbst unter Unternehmern, selbst unter Gewerkschaftern, das Thema hatten wir ja gerade, viele, die verstanden haben, dass da unglaublich viele Chancen drin sind und Unternehmen und Unternehmer, die gut damit fahren und merken, dass es für sie auch gut ist, wenn sie eigenständige, auch querdenkende Beschäftigte haben, ja, die sich konstruktiv einbringen, die nicht angstmotiviert sind, sondern tatsächlich zusammen mit dem Unternehmen was erreichen wollen. Die haben da eher ein entspanntes Verhältnis dazu oder finden es sogar gut. Die Arbeitnehmer erhalten einen Machtgewinn, weil sie Nein sagen können. Und die Arbeitgeber im Durchschnitt einen Machtverlust, weil sie nicht mehr drohen können. Oder die Drohung nicht existenzbedrohend ist.